Achso. Hier in der Infocard. Nein. Stardew Valley, Stardew Valley, Stardew Valley, Stardew Valley, Butch Bob, Butch Bob, Butch Bob, Butch Bob, Stardew Valley, Stardew Valley. Oh yeah. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Butch Bob 42 Spielen Stardew Valley. Mein Name ist Butch. Und ich bin Bob. Und wir spielen Stardew Valley und wenn euch das gefällt, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, sodass ihr uns auch in allen anderen Videos, die hier noch auf diesem Kanal kommen, sehen werden können werdet. So. Genau das. Genau das. Schönen guten Morgen. Was geht ab, Butch? Was geht ab, Bob? Ich muss meine UI größer machen, hast du gesagt. Das muss ich vor allem machen. Ja, so um einen oder so. Um einen. Ich guck mal. UI plus. So, jetzt bin ich auf 140. Cool. Okay. Das muss ja reichen. So, Penny geknutscht. Wie geht's dir? Was machst du so? Ich habe gerade ein bisschen geerntet. Ach, siehste. Könnte auch mal rauskommen. Jetzt gucke ich mal im Gewächshaus. Oh, wir haben eine Riesenmelone! Ich komme! Oh! Ich komme! Moment! Guckt sie euch an! Bam, bam, bam! Nice! Oh! Hier draußen auch! Wow. Ja, nice. Vielleicht kriegen wir noch ein paar Ach, da mehr bist du. Ja, ich hab dich gar nicht gesehen. Du hast mich gar nicht gesehen zwischen den ganzen Melonen? Ja. Nein, ich hab dich zwischen den ganzen Melonen. Geht mir ich dachte, öfter du wärst im Gewächshaus. Ach so. Ja, geil. Erntebestellung. Wir brauchen, warte mal, wir haben noch 16 Tage Zeit. Dann können wir noch ein bisschen warten. Dann kommen vielleicht noch ein paar mehr Riesenmelonen raus. Weil das Geheimnis bei den Riesenmelonen ist, oder bei den normalen Melonen, wenn man die trotzdem noch weiter gießt, also die hier, die auch schon reif sind, dann besteht halt die Chance, dass sie über Nacht zu einer Riesenmelone werden. Na, dann lass die einfach. Dann lass die doch einfach da und dann haben wir auch gar kein Problem. Nice. Bob, ich wollte eigentlich ein paar Sachen auf den Zettel schreiben. Weißt du, was ich nicht gemacht habe? Du hast nicht dein Deck vorbereitet? Ich habe mein Deck so gar nicht vorbereitet. Obwohl ich habe mir tatsächlich, für die Leute, die es gerade nicht wissen, wir haben natürlich für unser 200 Abonnenten-Special haben wir natürlich wieder was vorbereitet. Und ich hatte mich aber nicht vorbereitet. Und für das nächste... Also haben nicht wir was vorbereitet, sondern eigentlich habe nur ich was vorbereitet. So kann man das auch sagen. Aber ich habe mir jetzt so einen Deckbilder runtergeladen. Aber das ist alles runtergeladen. Ja, es gibt so eine ganz coole Yu-Gi-Oh! App. Tatsächlich. Okay, aber du kannst doch einfach da hier, was wir auch benutzen, Project Ignis, kannst du einfach nehmen. Ja, natürlich, aber ich wollte mal so ein paar Decks sehen, irgendwie, so ein paar Anhaltepunkte, weißt du? Irgendwie mal was sehen, was mir vielleicht helfen würde, gute Decks zu bilden. Aber irgendwie finde ich mich da nicht durch. Und was sind da eigentlich für 1 Million komische Regeln dazu gekommen? Also ich habe ja letztes Jahr schon gestaunt, aber es wird ja immer, also ich blick da nicht mehr durch. Da sind da irgendwelche Karten, die auch irgendwelche, wie nennt man das, irgendwie so Pfeile dran haben, aber nicht nur 2 irgendwie für die Pendelkacke, sondern irgendwie in jede Richtung. Ja. Was ist denn das? Wer soll sich denn da zurechtfinden? Wer hat denn da noch Lust drauf? Das verstehe ich nicht, ey. Yu-Gi-Oh! War so gerade durch die, nicht weil es simpel war, aber gerade dadurch, dass es nicht zu überladen war, hat das ja noch Spaß gemacht, aber jetzt ist das ja völliger Quatsch. Ja, ich finde es auch mittlerweile eher anstrengend. Ja. Also es ist halt das gleiche Problem, was ich persönlich auch so bei Pokémon zum Beispiel sehe, dass es einfach zu viel ist auch. Ja, bei Pokémon ist es ja bloß, dass es viele Pokémon gibt. Aber es gibt ja nicht viele komische Regeln, viele Taktiken und Regeln und ja, genau. Stimmt. Weil das Pokémon Trading Card Game, das ist wahnsinnig simpel, dadurch aber auch unglaublich einsteigerfreundlich, aber das heißt nicht, dass es leicht ist. Ne? Ja. So. Easy to learn, hard to master, sagt man ja immer. Und das fand ich halt gut, aber bei
Yu-Gi-Oh! Hast du ja auch Karten, wo du einfach 5 Minuten lang lesen musst. Ja, das finde ich auch ganz schlimm. Und ich frage mich so, ey, was soll denn das? Ja, ich hab gestern auch wieder so ein bisschen Legacy of the Duelist hier gespielt, das auf Steam, Ja, das Ding. genau. Und da spiele ich so die Kampagnen durch. So. Also es ist ganz cool, so wenn man quasi die Duelle aus der Serie dann auch so ein bisschen nochmal nachspielen kann. Genau, das habe ich ja auch angefangen. Aber im Ladescreen wird halt immer irgendeine random Karte angezeigt und der Kartentext dazu und so einfach, ne? Und ich habe es bei der einen Karte halt auch einfach nicht mal geschafft, den Text überhaupt zu lesen, weil es so viel war und ich finde die alle so albern teilweise dann auch. Albern, das stimmt. Das stimmt. Aber ich frage mich, ob das nur so ein Ding ist, weil das sagen auch viele, die sowohl Yu-Gi-Oh! Spieler als auch so Magic-Spieler oder was auch immer, die sagen halt, dass Yu-Gi-Oh! Ziemlich unbalanced war von Anfang an. Und das halt über diese limitierte, verbotene Bannliste haben sie halt wohl viel versucht zu regeln und dann natürlich irgendwie Karten entschärfen und Karten nicht mehr ganz so krass machen und dadurch diese 1000 Bedingungen irgendwie. Und jetzt frage ich mich, ob das das Resultat ist, weil es quasi ein bisschen unbalanced ist, dass dadurch so viele Karten zustande gekommen sind, die einfach so hammerlangen Text und so 1000 Bedingungen erfüllen müssen. Das weiß ich gar nicht. Also das könnte sein, aber es ist halt totaler Quatsch. Warte mal, hier. Gemüse in Goldqualität haben wir ja schon geerntet. Das muss noch in die Kiste. Achso, ja, dann tu das doch. Wo haben wir das? Naja. Also wir haben ja einiges dämlich. Noch. Nee, das ist ja in der Verkaufskiste, kann das sein? Hier sind noch einige Sachen. So, das sind aber bloß 10, 13, 15. Warte, ich habe hier noch 10 Stück brauche ich noch. Hier ist noch ein Hopfen ist noch drin. Yeah. Scheiße, den Rest kriege ich ja gar nicht mehr aus der Kiste hier raus, weil ich habe eben gerade einige Blaubeeren hier auch gerade reingehauen. Habe ich nicht dran gedacht, verdammt. Ich auch nicht. Was braucht man eigentlich noch hier so? Achso, wir können mal hier nochmal kurz machen. Ich will mal nochmal. Hier ist natürlich auch kein... ich habe gar keinen Kalender. Hey, Schrödinger ist bei mir. Cool. Wir haben ja noch ein paar Tage Zeit, ne? Ja. Wofür genau? Na, für Pierres Pierres Prima-Produkte. Ja. Nee, ich will mal einmal kurz an den Kalender hier gucken, der bei Pierre hängt. Ich bringe die ersten Gemüsedings schon mal hin. Damit wir die einfach nicht nochmal verkaufen aus Versehen. In 2 Tagen, Butch. In 2 Tagen. Da bin ich verheiratet. Da ist er verheiratet. Freust du dich schon? Das heißt, morgen müssen wir Bachelor-Party machen. Morgen? Nee, doch, morgen. Siehst du? Nee, wo ist es denn? Hier. Warum kann ich den Kalender nicht anwählen? Kann mich nur einmal am Tag anwählen oder was? Doch, hier. Ja, stimmt, morgen. Ja, auf den Sonntag. Kupferbarren für George. Ach, Alex hat heute Geburtstag. Hab gar nichts für Alex. Hier kannst einen Pilz haben. Für meinen Geburtstag? Danke. Cool. Ich gebe ihm eine Kirsche. Butch, aber wo wir gerade hier bei Alex sind. Ja. Hast du schon mal was von dem blaue Augen, braune Augen Experiment gehört? Ach du Scheiße, nein. Klingt brutal. Was? Warum? Ich kann deine braunen Augen zu blauen Augen machen. Achso. Nee, ist ganz interessant. Steht auch schon echt lange auf meinem Themenzettel. Okay. Deswegen hoffe ich, dass ich noch die Einzelheiten so ein bisschen zusammenbekomme. Warte mal, ich muss mal einmal gucken, was ist gerade meine Mission? Was versuche ich zu tun? Was machen Sachen? Warte mal, welche Fähigkeit muss ich hier noch leveln? Ich muss zu George. Minenarbeit und Kampf. Dann gehe ich anscheinend ein bisschen in die Mine. Und zwar das braune Augen-Experiment. Ich glaube, es war in Amerika. Das wurde in einer Grundschule durchgeführt, soweit ich mich erinnern kann. Und zwar... Warte mal, ich versuche noch nicht das Outcome... Cutscene, warte. Oh, Butch, du fragst dich, was hier so gut riecht? Das ist nett von dir. Ich backe gerade meine berühmten Kekse. Hier, warum versuchst du nicht einen?
Mehr. Und was sagst du? Er ist lecker, hatte Ähnlichkeit mit einem Stück Pappe. Ui. Nee, er ist lecker. Das sind Kekse. Kekse sind immer lecker. Danke dir. Ich kenne dich wohl gut genug, um dir mein Rezept zu verraten. Aber sag es wirklich niemandem weiter. Sagst Du du es hast mir? gelernt, wie man Kekse macht. Sag mir, wie man Kekse macht. Aber ich weiß es nicht. Muss ich dazu Pappe nehmen? So, Okay. George, Anzeige. Okay. Jetzt. Dann weiter im Text. Und zwar an der Grundschule durchgeführt, bla bla bla. Und da ging es darum, es gab halt, also blau und braun sind ja so mit die häufigsten Augenfarben, ne? Sie. Und da wurde das Experiment mit den Schülerinnen und Schülern gemacht, also mit den Schülis, Ja. dass sie quasi in 2 Gruppen eingeteilt wurden. Die mit den blauen Augen und die mit den braunen Augen. Und die mussten dann kämpfen bis zum Tod? Nicht ganz. Dann, warte, jetzt muss ich kurz überlegen. Also es wurde quasi dann, ich überlege gerade, ob dem mit dem Blauen oder dem mit dem Braunen, aber tut an sich nichts zur Sache. Einer dieser Gruppen wurde dann sozusagen immer suggeriert, dass sie total super sind und total gut ihre Arbeit machen und bla bla bla. Und der anderen Gruppe wurde genau das Gegenteil dann immer gesagt. Also, dass sie halt relativ schlecht sind und bla bla bla, und Ja. keine Ahnung. Das ist ja übel. Und und dann hat sich irgendwann, das hat sich dann quasi ein bisschen verselbstständigt. Und das Ende vom Lied war, dass dann die sich halt, also die immer gesagt bekommen haben, dass sie voll krass sind und so, Mhm. quasi den anderen gegenüber total abwertend und alles waren. Und dann sich auch Schimpfwörter für die ausgedacht haben und was weiß ich nicht. Und so ganz krass. Und mit dem Experiment sollte halt gezeigt werden, dass eben Rassismus nicht angeboren, sondern anerzogen ist. Okay. Hat also gut geklappt. Ja. Also das Krasse war irgendwie noch, also ich hab jetzt nicht so mega krass deep reingelesen, aber dass eben auch Schüler, die halt, Schülis meine ich, die vorher sozusagen, jetzt sag ich mal, schlecht waren, Ja. und die dann aber in der Gruppe waren, denen gesagt wurde, ey, ihr seid voll gut, dass die quasi dann auch so bessere Noten und so erzielt haben, also dann auch besser geworden sind. Und die halt vorher gut waren und aber in der anderen Gruppe waren, die halt ständig runtergemacht wurden, die sind sozusagen abgerutscht. Naja, klar. Also das hat ja aber nichts mit der, das hat ja einen schönen Nebeneffekt dann quasi, die Studie, die einfach zeigt, dass positive Bestärkung, beziehungsweise eine, nicht positive Bestärkung von wegen, alles wird gelobt, was du machst, sondern einfach, hey, du bist was Gutes, du kannst das auch und dass das eben da was auch helfen kann, ne? Ja. Allein schon Ja, fürs Selbstbewusstsein, für die, das regt ja wirklich auch die Leistung an. Ne? Ja. Na, und halt dann auch der Umkehrschluss, ne? Also, dass Genau. eben Leute, die eben rassistisch behandelt werden, ne? Oder eben rassistisch unterdrückt, wie auch immer, dass die dann halt schlechter in Sachen abschneiden oder eben, keine Ahnung. Und fand ich ganz interessant, weil wir, ich bin da drauf gekommen, weil wir ja einmal schon mal so darüber gesprochen hatten, mit dem Unterschied, ich weiß aber auch gerade nicht, welche Folge das war, aber kannst du gerne raussuchen, wenn du möchtest, mit diesem Unterschied zwischen Rassismus und Xenophobie. Ja. Weil das Rassismus nicht angeboren ist ja sowieso dann damit bewiesen, aber Xenophobie ist einfach angeboren, weil es halt eine absolute Urangst der Menschen ist. Was fremd ist halt erstmal, kann gefährlich sein, so nach dem Motto. Genau. Aber viele verwechseln das halt dann auch, oder, weiß nicht, missbrauchen die Begriffe dann vielleicht auch. Ja, das sowieso. Weil alle dumm sind. Kann man. Wirklich. Außer ihr, die dieses Video guckt. Ihr Es werden auch immer mehr, habe ich festgestellt. Es werden immer mehr, die Videos gucken. Ja, nice. Ich finde das ganz toll. Also erstmal herzliches Willkommen an alle, die neu dazugekommen sind. Ihr seid großartig. So. Bist du im Bett? Ich bin in deinem Bett. Nee, noch nicht. Ich räume hier gerade noch Zeug ein. Komm mal ins Und Bett. ich habe mir noch was geschneidert. Bin jetzt nämlich Flavor Flav. Hast du eine Uhr um? Naja, nicht ganz eine Uhr, aber wie so ein Goldanhänger-Ding. Sieht man das so? Wie cool. Komm ins Bett. Ja.
Hat mich auch nur ein Diamant gekostet. Aber hat sich gelohnt. Okay, Penny will immer noch nicht mit mir schlafen. Was total okay ist es. Ich wollte sagen, du bist ja auch bei mir im Bett gerade. Macht das einen Unterschied? Ich glaube schon, oder? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wäre auf jeden Fall weird, Alter, wenn sie dir in meinem Bett irgendwie nachts ins Ohr flüstert, hey, wollen wir ein Kind machen? Also, ach, als ob sich das stören würde. Ja, Business as usual, ne? Ja. So. Oh, Gas hat mir was geschickt. Pepperoni meine ich. So, jetzt müssen wir dran denken, was Gold hier ist, muss, ja. Ne, und so. Ja, Gold. Ja. Ja, jedenfalls deswegen Rassismus, nix gut. Rassismus, nix gut. Das ist gut. El Rassismus. Hast du Goldsachen? Hast du Gold? Warte, ich guck gleich, ich ernte hier noch schnell. Oh, hier sind wieder uralte Früchte. Nice. Aber nur 2 silberne. Was für ein Dreck. Ja, habe ich. Ich habe 4 Gold Mais, 2 Gold Hopfen, dann sind wir schon fertig. Gold Pepperoni. Dann sind wir schon fertig. Nice, ich pack's hier in die To-Go-Kiste, ne? Recht vielen Dank. So. Ach, und Goldweizen haben wir auch noch. Ist ja der Hammer. So, Penny ist mal wieder vorm Bücherregal. Guten Tag. Und ja. Ja, ich weiß noch, was wir müssen wir jetzt eigentlich heute deine Bachelor-Party machen oder müssen wir die jetzt morgen machen? Ja, stimmt. Weil dann müssen wir jetzt nochmal hast du was vorbereitet? Wir haben eine zweite große Melone. Okay, das reicht mir als Vorbereitung. Das ist ja geil. Siehste? Und du hast... Müssen wir noch weiter gießen. Ja. Warte mal, hier außen wird ja gegossen. Also hier. Nein! Hä, warum hat er die geerntet? Na, weil du draufgeklickt hast, Mann. Du musst dich wegstellen. Warte mal, aber wir können sowieso, die können wir hier schon ernten, aus denen sowieso keine mehr werden. Na, jetzt können wir ja die hier... Die und die. Ja, daraus kann noch was werden. Aus allen anderen kann noch was werden. Aus denen hier kann nichts mehr werden. Ja, und der Rest, obwohl, nee, doch, der Rest geht noch. Okay, dann muss ich von weiter weg einfach gießen. Ne? Ja. Und dann können wir den einen Sprinkler hier sogar noch umsetzen. Ich mache richtig vorsichtig, das ist voll mies, ey. Ah! So. Nein, falsche Richtung. Okay. Ja, durch das Hydrogel ist ja vieles sowieso noch nass dann. Ja, aber vieles eben auch nicht mehr. Und ich erkenne auch immer nicht alles. Doch, hier ist noch einer. Ich auch nicht so richtig. So. Oh. So. Okay, gut, das reicht mir. Jetzt nehme ich das Pferd. Bringst du das Goldzeug zu Ich bring das Goldzeug weg, ja. Okay. Was haben wir hier noch gerade für einen Auftrag? Ah, ja, ich weiß, was wir doch letztes Mal eigentlich machen wollten. Mensch. Was denn? Und zwar haben wir uns den dunklen Talisman geholt. Den dunklen Talisman! Das stimmt. Und jetzt müssen wir ihn auch benutzen. Machen wir das jetzt gleich als Bachelor-Party quasi? Ja, können wir machen. Super. Ich gehe erstmal zu Pierre. Mach das mal. Oh, schon wieder Cutscene. Jetzt geht's ja richtig los hier. Emily! Ah, ein weiterer wunderschöner Tag in Pelikan. Ah! Was ist los mit ihr, Alter? Meine Freunde! Das sind ja Papageien. Was ist hier los? Ja, andere Freunde geben sich nicht mit ihr ab. Es ging ins Haus geflogen. Oh nein, du armes Ding. Dein Flügel ist gebrochen. Ab in die Pfanne. Und du bist ein wenig anders als der Rest, nicht? Genau wie ich. Keine Angst, ich pflege dich wieder gesund, Kleiner. Alles wird gut. Verrückt. Emily nahm den verletzten Papagei mit sich nach Hause und bandagierte den Flügel. Er ist jetzt in ihrem Zimmer. Als Zeichen ihres Respekts gab sie den Vogel keinen Namen. Respekt? Was?
Aus Respekt gab sie dem Vogel keinen Namen. Hab ich noch nie gehört. Ich auch nicht. Komischer Name. Ja. Morgen heiratet ihr am 15. Sommer. Sie. Kaufe einmal Joja-Cola zum 3-fachen Marktpreis. Bitte direkt zu mir. Bitte was? Bitte was? Ach so, sie kauft die Joja-Cola zum 3-fachen Marktpreis. Ja. Das heißt nicht, dass ich eine Cola zum 3-fachen Marktpreis kaufen soll. Ich kaufe eine Joja-Cola zum 3-fachen Marktpreis. Ich habe sogar noch eine dabei. Hier, bitteschön, fertig. Geil. Oh, und wie viel war es jetzt? 75. Na Mensch. Das hat sich Oh, gelohnt. ich habe eine Cutscene mit Robin. Cool. Hi Bob, ich habe gerade den Staub von meiner Säge entfernt. Hast wohl lange nicht gearbeitet. Ach so. Hast du jemals was aus Holz gemacht, Bob? Ja. Ist ja wohl klar. Großartig. Dann sollte diese Blaupause ein Kinderspiel für dich sein. Wir kennen uns jetzt gut genug, dass ich dir meine Schreinergeheimnisse anvertrauen kann. Oh, ich weiß, was ich jetzt bekomme. Hier, das sind die Blaupausen. Digga. Können wir jetzt alles selber machen? Was? Herstellung von Flötenblock und Trommelblock gelernt. Setze sie nach Belieben auf deinem eigenen Hof ein. Es ist ein gutes Gefühl, sein Haus mit etwas zu dekorieren, das man selbst gemacht hat. Wenn du wüsstest, Robin, was ich mit diesen Blöcken schon gemacht habe. So. Treffen wir uns bei Robin? Nein. Warum nicht? Also gleich. Aber ich muss erstmal ich muss noch kurz zum Schmied, zu Clint. Zum El Schmiedo? El Schmiedo. Sie. Schmiedo. Möchtest du einen Teich vor deinem Haus haben? Ja, Mann. Und davor ein weißes Schloss und ein großes Schloss und ein weißes Ross. Bitte. Ich tu mal. Ich habe viel zu viel Zeug dabei, ey. Sollten meine Taschen leer sein? Nö, Oder ist das gerade egal? Nee. Bob hat den Bau von Fischteich beantragt. Okay, ich werde morgen früh damit anfangen, an deinem neuen Hofgebäude Fischteich zu arbeiten. Das will ich ja wohl hoffen. So, So, ich werde mich jetzt mal mit Maru ein bisschen anfreunden. Ich komme hoch jetzt. Ich bin auf dem Weg. Besser ist. Ich renne, ich eile. Der Tag ist ja schon fast wieder rum. Naja. Noch ein paar Edelwicken für Maru. Die muss ich schon noch mitnehmen. Ah, ich darf nicht mal vom Mikrofon weggehen. Ich weiß gar nicht, mag Maru überhaupt Edelwicken? Ja. Ich weiß, dass sie ist super einfach zu beschenken, weil sie mag so Goldbarren, Kupferbarren, ich glaube sogar Quarz oder so ist eins ihrer liebsten Geschenke. Wo bist du? Oben am Bahnhof. Achso. Da, wo wir mit dem Talisman hin müssen. Genau. Hallo Bob. Mann. Los geht's. Achso. Hier in der Infocard. Nein. Gab's da nicht auch eine Version von den Schlümpfen? Boah, weiß ich nicht. So, mach auf das Ding. Achso. Gehen wir rein? Gehen wir rein? Nix wie rein! Ah! Wer bist du denn? Mensch, du willst vorbei? Tut mir leid, das ist Privateigentum. Sprich ihn nochmal an. Tut mir leid, ich kann dich nicht vorbeilassen. Ich würde meinen Job verlieren. Na, was tun wir denn da? Angeln? Ja. Ich wollte einfach generell angeln. Achso. Weil es ist ja ein neuer Teich, den wir hier so frei... Oh! Oh! Was? Ja, vor allem... Willst du mal was Witziges wissen? Nein, oder? Es ist genau das, was er haben will. Was haben wir für ein Glück, ey? Ich hab auch eine! Ja, Mann, ich hab auch eine! Ja, geil. Dann gib du ihm. Okay. Danke, dieser Geruch. Ich kann nicht widerstehen, gib mir das. Geil.
Das ist unglaublich witzig. Hallo. Bist du schon rein? Achso, du bist schon rein. Hallo. So, Was ist hier das? ist die Tinte. Ich hab Tinte. Du hast die verlorene magische Tinte des Zauberers gefunden. Bring sie besser zu ihm zurück. So, Was jetzt ist das gucken wir hier? uns erstmal die Gerätschaften hier noch an. Der Knochen ist vermutlich von Bakterien überzogen. Du entscheidest Ich dich mein- dazu, ihn nicht zu berühren. Ich meinte eigentlich Ach so. die Dinger hier. Dunkler Schrein der Albträume. Das alte magische Siegel des Schutzes wird aufgehoben, sodass Monster bei Nacht auf deinen Hof kommen können. Ein komisches Brötchen als Opfergabe darbieten? Also mit diesem Teil kannst du quasi dafür sorgen, dass Monster auf dem Hof spawnen. Okay. Dunkler Schrein der Erinnerung. Die Statue schaut durch dich hindurch. Warte, dann jetzt den hier noch. Dunkler Schrein des Egoismus. Die Statue schaut durch dich hindurch. Soll ich dir verraten, was sie machen? Oder? Na, die Willst du- machen irgendwas. Also ich sag mal so, die zwei hier kann man noch nicht aktivieren, weil wir das noch nicht erfüllt haben. Okay. Na, dann sagt man noch nicht. Okay, dann sage ich es noch nicht. So, hier liegen übrigens noch verschiedene Sachen rum. Ja, habe ich mir schon angeguckt, ist aber. Ein Zauberbuch für die ländliche Hexe. So, dann Butch, folge mir. Oh, guck's dir an. Qu'est-ce que c'est? Der Schrein der Illusion, eine Illusion. Opfergabe von 500 G darbieten, um dein Aussehen zu. Nee. Jetzt kann ich endlich meine Glatze entfernen. Er kann endlich seine Glatze entfernen. Das ist schön. Alter. Ja, langes, wallendes Haar. Für deine Hochzeit morgen. Auf keinen Fall. Mist, was habe ich denn sonst für Haare? Jetzt sehe ich die durch den dämlichen Hut nicht. Dann nimm doch mal den Hut ab. Kann ich nicht. Ja, dann mache ich wohl einfach mal die Stand. Oh, wir können sogar unsere Katze noch ändern. Oh nein, Schrödinger ist super. Denn eine grau-weiße Katze oder eine so gelbliche Katze? Lass Aber doch wir lassen Schrödinger, wie er ist. Und ich kann ändern, was ich mag. Warte mal, kann ich Butch Bob 42 eingeben? Ja. Sehr gut. Tschatsching. Bob erhält eine magische Verschönerung. Sehr schön. Gehen wir jetzt hier Ja, raus? jetzt hab ich so. Ah, ich bin beim Zauberer. Yep. Du hast meine Tinte gefunden. Exzellent. Hast du zufälligerweise meine Ex-Frau gesehen? Nein? Nun, was war mit ihrem Haus? Denkst du, Ja. sie lebt allein? Oder, weißt du was? Sag es mir nicht. Ich will es nicht wissen. Jedenfalls wunderst du dich sicher, was deine Belohnung ist. Hier. Feuer. Es ist ein Buch der Beschwörung. Das arkane Potenzial ist immens. Aber ich mache es dir leicht. Indem du dieses Buch benutzt, kannst du magische Gebäude direkt auf deine Farm beschwören. Ich denke, du wirst es nützlich finden. Oh, und ich habe fast vergessen zu sagen, danke. Hä? Es wird spät, wir müssen nach Hause. Yep. Wir gucken aber vorher einmal kurz ins Buch. Einfach nur, dass wir es mal so gesehen haben. Hier kann man jetzt ja. nämlich die Junimo-Hütte bekommen und die ganzen Obelisken, die einen irgendwo hin teleportieren. Die goldene Uhr, ne? Okay. Das verhindert das Auftauchen von Unkraut und kleinen Steinen. Okay. Aber unser Ziel sind jetzt erstmal so die Obelisken, Die würde ich Junimos, ne? behaupten. Achso, ich Nee, dachte die Junimos. Obwohl, oder, ja, die Junimos ernten halt automatisch, sind aber wohl, wenn ich das immer so richtig sehe, ein kleines bisschen verbuggt. Okay. So, oh, wir müssen echt ein bisschen schnell nach Hause. Ich glaube, wir müssen in Wolles Haus schlafen. Das ist überhaupt kein Problem. Da ist ja sowieso niemand. Kurz ein kleiner Wink mit dem Zaunpool. So. Und dann ist auch Und sogar schon wir können die jetzt schon mal Folge zu Ende. sagen, genau, weil Ja. die Folge nämlich zu Ende ist und morgen ist ein großer Tag. Großer Ja, Tag, Mann. großer Tag. Morgen ist ein großer Tag. Ab ins Dann darf Bett. jetzt darf jetzt nicht das Spiel abstürzen, sonst sehen wir die Hochzeit Nein. auch nicht. Genau. Ach ja, ich muss ja noch drücken. So, alles gut. Wir sagen schon mal Tschüss.
Wir sehen uns bei der Hochzeit. Ihr seid alle sehen uns bei der eingeladen. Hochzeit. Ihr seid alle eingeladen. Bringt alle mit, eure Familien, eure Verwandten, eure Bekannten, eure Freunde, eure Feinde. Alle mitbringen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Sehr schön. Sehr schön. Ich freue mich drauf. Das ist die erste Hochzeit, die ich in Stardew Valley sehen werde. Ja, nice. Ich habe ja nicht mal meine eigene Hochzeit Bei gesehen. deiner eigenen Hochzeit hast du wohl die Augen zugehabt. Und ich auch. Ja. Ihr habt Egal. halt heimlich im kleinen Kreis gefeiert. Ist okay. Ja. Sie hat quasi alleine gefeiert, glaube ich. Na gut, wie dem auch sei. Bis zum nächsten Mal. Bleibt stabil, bleibt sauber. Und bis dann. Tschüss.